Hallo Internet, ich bin Stefan. Auf meinem YouTube-Kanal seht ihr coole Videos und wie sie entstehen. Ich komme aus Stralsund, bin 30 Jahre alt und nebenberuflicher Filmer und Fotograf. Schwerpunkt aufs Film gesetzt. Die letzten 2 Wochen war es ja ziemlich ruhig auf meinen Social-Media-Kanälen. Auch hier auf YouTube hat das letzte Video schon wieder ein paar Tage auf sich warten lassen. Hat einfach damit zu tun, ich hatte einen Haufen Termine, auch einige zum Netzwerken, neue Kunden kennenlernen, neue Kontakte herstellen und so weiter, um neue Aufträge ranzubekommen. Unter anderem habe ich meinem Computer ein neues Gehäuse spendiert. Ich hatte seit vielen Jahren da ein uraltes Chieftec-Gehäuse verbaut und jetzt habe ich das Ganze mal an ein Shakun TG5, ja genau, in ein Shakun TG5 Gehäuse rein verfrachtet. Drippin' Aquafina, I'm sippin' 15, kept a weapon on me. Blow make digits, I'm on my business, stack chicken like what it's gon' be. Crew in the cut, hey, you want us, red run when I tell a bit peace. Love is love. Ach, und in dem Zuge habe ich auch gleich noch eine 6 Terabyte Platte nachgeschoben, damit ich für diese Saison Ruhe habe. Dann habe ich vorerst letztes Mal die Jungs von Ostblock MV besucht. Dieses Mal den John mit seiner Schwalbe Lolita. Ja, moin, ich bin John, bin 22 Jahre alt und somit einer der jüngeren Mitglieder von Ostblock MV. Und heute möchte ich ein bisschen was zu meiner Schwalbe erzählen, zu Lolita. Für die kommende Woche habe ich in meinen Sprint das zweite Season Opening vom Ostblock MV dann auch gleich vorgemerkt. Da habe ich auch schon mit angefangen. Wieso Sprint? Was meinst du mit Sprint? Ich habe mir 2 neue Hörbücher geholt, unter anderem Make Time von Jake Knapp und John Zeratsky. Ich zeige es euch mal. In diesem Hörbuch wird unter anderem die Methode Sprint vorgestellt. Das heißt, dass man sich eine Woche lang nur auf ein großes Thema, auf eine Aufgabe konzentriert und die dann abarbeitet, damit man sich nicht mit 100 Sachen auf einmal beschäftigt, sondern quasi in diese Baustelle sich richtig einarbeitet und die dann dadurch schnellstmöglich abarbeitet. Ich weiß gar nicht, hört ihr auch Hörbücher? Wollt ihr von mir mal ein paar Tipps, was Hörbücher angeht, wissen? Ich höre echt viele Hörbücher. Meine Audible-Bibliothek sieht eigentlich ganz gut aus. Deutsche und Englische, alles gemischt. Außerdem bin ich noch auf Ryan Serhant gekommen. Ich glaube, der wird so ausgesprochen. Ja. Von dem habe ich mir auch gleich das Hörbuch geholt. Eigentlich war ich nur auf den YouTube-Kanal gestoßen, aber den fand ich gleich so cool, dass ich mir das Hörbuch gleich dazu geholt habe. Wie gesagt, wollt ihr sowas mal wissen oder Zusammenfassung von Hörbüchern, welche ich empfehlen kann oder welche nicht, weil ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin,
der sich weiterentwickeln will oder sein Leben einfach nur optimieren will in bestimmten Bereichen. Ich habe übrigens eine Instagram-Umfrage gemacht. Viele von euch meinen, die wollen lieber mehr Videos und dafür nicht ganz so hochwertig oder aufwendig. Vielleicht werde ich wieder von diesem Format hier ein bisschen abgehen, dass ich nur so ganz kurze Zusammenfassung vom Tag zeige und den Rest hier moderiere. Mir fällt es nämlich auch echt leichter, unterwegs zu sprechen und nicht in diesem Studio. Und weiß nicht, ob das ein bisschen echter wäre. Wäre das eher was für euch oder sagt ihr, na, so wie es jetzt ist, ist schon gut, sehr, sehr kurz und knapp gehalten? Oder soll ich euch mal wieder so richtig mitnehmen an so einem Tag? Sagt ihr das mal. Also eine Woche in 10 Minuten oder mal einen Tag in 10 Minuten? Was hättet ihr lieber? Sagt mir das einfach mal. GoPro, ob ich kaufen soll oder nicht, behalte ich aber wahrscheinlich eh. Gestern habe ich was ausprobiert, was ich schon länger ausprobieren wollte. Ich habe am Auto verschiedene Perspektiven mit verschiedenen Kameras mal getestet, weil die Saison bald losgeht. Ich wollte mal ein paar neue Perspektiven ausprobieren, gucken, wie sich die GoPro so schlägt, wie sich die Osmo Pocket schlägt. Sagt mir mal, wie ihr das so findet, welche Perspektive euch gefällt. Also zusammengefasst, das Setup sind 2 Magnethalterungen von Wigwheels gewesen, 2 so eine Stangen von Smallwig und 2 No-Name Superklemmen, wie man sie überall kriegt. Aber ich quatsch zu viel. Das wollt ihr eh nicht sehen, habe ich schon an den Analytics der letzten Videos gesehen. Ihr wollt mich nicht quatschen sehen. Sagt ihr mir mal bitte, wovon ihr mehr sehen wollt. Soll ich wieder mehr unterwegs filmen oder ist das hier so im Studio kurz und schnell zusammengefasst schon in Ordnung? Sagt mir das bitte mal und ansonsten danke ich euch fürs Reinschauen. Vielen, vielen Dank für die vielen neuen Abonnenten. Haut rein und abonniert weiter, weil kommende Woche gibt es das zweite Ostblock-Video und Termine mit etwas mehr zylindrigen Fahrzeugen und deren Besitzern mache ich auch gerade. Haut rein, tschüss. Kann das auch nicht.